Hallo ihr Lieben, hier ist Jessica. Willkommen zurück zu einem neuen Video. In diesem Video möchte ich euch die Brionseel Rijksmuseumstifte vorstellen. Ich habe es wahrscheinlich total falsch ausgesprochen, aber ist nicht schlimm, ihr wisst, was ich meine. Die Stifte wurden mir von der lieben Daniela geschenkt. Vielen, vielen Dank nochmal für dieses tolle Geschenk. Sie war auch im Moment am Recherchieren und am Suchen, welche Stifte ihr am besten gefallen. Und sie ist über dieses Set hier gestolpert und dachte, es wäre interessant für uns alle, mal darüber eine Review zu sehen, einfach weil es ein relativ unbekanntes Stifteset ist. Die Marke Brionseel fährt unter der Firma Royal Talents. Wenn ihr auf die Website geht, werdet ihr einige bekannte Produkte sehen. Und es gibt auch verschiedene Buntstifte, Sorten von Brionseel, Aquarellstifte und sonstiges Kunstparaphernalia. Also schon eigentlich keine kleine Firma und relativ bekannt. Am meisten natürlich in den Niederlanden, weil es eben eine niederländische Firma ist. Ja, schauen wir uns das Set einmal an. Das Set kam hier in einer Metalldose, auch ein sehr, sehr schönes Cover. Und zwar heißen die Stifte Rijksmuseum, weil das mit dem Kunstmuseum in Amsterdam eine Kollaboration hat und die eben diesen bekannten Kunstdruck zur Verfügung gestellt haben für dieses Set. Und das Set gibt es in zwei Größen, einmal eine 24er und 50er Setgröße. Einzeln kann man diese Stifte allerdings nicht kaufen. Das Set kostet so um die 30 € im Moment, also die 50 Stifte um die 30 €, aber der Preis schwankt natürlich je nachdem. Und es gibt auch ab und zu ein Angebot auf Amazon, also Augen offen halten, wenn es euch interessiert. Man hat hier in der Metalldose zwei Lagen. Und ja, es fehlen natürlich ein paar Stifte da drin. Ich habe mir die rausgenommen, um schon ein bisschen auf anderen Papiersorten und in anderen Malbüchern zu testen. Und natürlich habe ich hier ein Farbswatch gemacht, damit ihr mal eine Übersicht habt, was so in diesem 50er Set drin ist. Und ich muss sagen, es ist eigentlich relativ ausgeglichen. Man hat eine gute Anzahl von Gelb, Orange, Rottönen. Allerdings fehlt mir hier ein dunkles Rot, aber das kann man sich ja auch zurechtmischen. Dann einige Pink- und Lila-Töne. Die Blau- und Grüntöne sind auch gut vertreten. Die Braun- und Grautöne auch. Also eigentlich sehr ausgewogen. Und ich kann so auf den ersten Blick nicht sagen, dass mir irgendeine Farbe total fehlt, außer eben das dunkle Rot. Ja. Die Stifte an sich sind matt schwarz markiert, haben hier am Ende auch wie immer eine Farbgebung oder wie die meisten Stifte eine Farbgebung. Und was mir hier fehlt, ist der Aufdruck von einer Farbnummer oder einem Farbnamen. Ich sortiere meine Stifte immer gerne, ich habe sie immer gerne in der gleichen Reihenfolge. Und ja, eine Farbnummer macht das Sortieren immer einfacher und das ist hier leider nicht vertreten. Die Stifte sind hexagonal und haben eine Stiftemine von 3 mm. Ich habe sie auch testweise angespitzt mit verschiedenen Anspitzern und auch das ist eigentlich sehr gut vonstatten gegangen. Ich hatte nur 1 oder 2 Stifte, die mir mal abgebrochen sind, aber das passiert auch bei den besten Stiften. Es ist nichts, was sich beim zweiten Mal nicht hat anspitzen lassen. Ja, ein bisschen was Interessantes vielleicht, bevor ich es vergesse. Und zwar kennt der eine von euch vielleicht die Marco Renoirs oder die Marco Raffin Buntstifte. Es sind relativ günstige Buntstifte, die man auch auf Amazon erwerben kann. Und es hat sich tatsächlich herausgestellt, dass die Rijksmuseum Buntstifte die gleichen sind wie die Marco Raffin Buntstifte. Nur, dass es von den Marco Raffin ein größeres Set gibt. Ich glaube, es gibt
100, wenn ich mich nicht irre. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. Und von dem Bryonzel gibt es noch die Design Color Version, und diese Design Color Buntstifte sind die gleichen wie die Marco Renoir Buntstifte. Sie haben sogar die exakt gleichen Farbnummern. Nur Interesse halber am Rande, falls es euch interessiert oder falls ihr nach einem größeren Set guckt oder vielleicht die Preise vergleichen wollt. Wir testen die Buntstifte in dem Buch von Maria Trolle, Twilight Garden. Und ich habe hier schon ein bisschen rumgetestet. Ich habe auch auf anderen Papieren getestet, einfach um zu gucken, ja, ist es nur buchabhängig, macht es einen Unterschied auf anderen Papieren. Und ich teste die Stifte gerne für Malbuchzwecke, weil ich ein Malbuch-Channel bin. Aber wer eben Kunstprojekte damit machen möchte, der wird dann eben auf professionellem Künstlerpapier erneut testen müssen. So. Die Stifte sind minimal härter als die Polychromos. Deswegen schätze ich mal, dass der Ölanteil in diesen Stiften hier höher ist. Die Farbabgabe ist ein bisschen geringer, was man bei einem Preis von 30 € für ein 50er Set auch erwarten kann, dass das Pigment eben nicht so gut ist wie bei Künstlerstiften. Aber nichtsdestotrotz ist die Farbabgabe eigentlich ganz gut. Ihr seht, ich bekomme gut Pigment aufs Papier, ohne doll zu drücken. Die Mine hält sich sehr, sehr gut. Ich habe die Stifte mit dem Derwent Kurbelanspitzer für eine lange Mine angespitzt und sie bröckelt nicht. Ich muss auch nicht doll drücken, um hier Farbe aufzutragen. Und im Allgemeinen kann ich nur sagen, dass der Farbauftrag auf dem Papier hin eigentlich ganz in Ordnung ist. Das Buch hat relativ glattes Papier, nicht so glatt wie zum Beispiel World of Flowers, aber doch relativ wenig Struktur. Und so harte Stifte arbeiten eigentlich immer gut, wenn das Papier ein bisschen mehr Struktur hat, weil dann die Pigmentabgabe etwas höher ist durch den raueren Abrieb des Papiers. Aber ich habe jetzt hier ganz locker 4, 5 Schichten legen können und überhaupt kein Problem damit gehabt. Also da schon mal, ja, volle Punktzahl, würde ich sagen. Das Problem bei günstigeren Stiften ist für mich oft, dass man sehr viel Zeit damit verbringt, Farbe aufzutragen, weil man versucht, die Farben strahlender und kräftiger zu kriegen. Aber das Papier wird von den harten Minen quasi glatt gedrückt und kann gar nicht mehr Pigment aufnehmen, weil das Papier schon so weit beschädigt ist, dass die Struktur komplett weg ist und man eben nur noch versucht, mit Gewalt Pigment auf das Papier zu bringen. Und somit verschwendet man eben Kraft und Zeit und natürlich auch den Stift für etwas, womit man dann im Endeffekt eigentlich nicht zufrieden ist. Aber hier muss ich sagen, dass es sich auf dem Papier auf jeden Fall gut arbeiten lässt. Ich kann hier gut schichten und verbringe auch nicht viel Zeit pro Blütenblatt, sondern komme eigentlich ganz gut voran. Ich habe die Stifte in World of Flowers getestet und war nicht so ganz zufrieden damit. Dann habe ich sie auf etwas rauerem Bristol-Papier getestet und da haben sie eigentlich sehr, sehr gut Pigment abgegeben. Dann habe ich sie nochmal auf Kopierpapier im Vergleich mit den Polychromos getestet und da waren sie sich eigentlich sehr, sehr ähnlich. Außer dass eben die Polychromos
ein bisschen besser agiert haben und mehr Farbe abgegeben haben, und das ist eben für so teure Künstlerbuntstifte selbstverständlich. Deswegen würde ich sagen, zu dem Preis sind sie eigentlich sehr, sehr gut und man kann hier nicht meckern. Daniela sagte mir sogar, dass sie das Set für 15 € auf Amazon erworben hat. Es war im Angebot, also haltet da auf jeden Fall die Augen offen, falls ihr Interesse habt. Wer etwas härtere Stifte mag, der wird hiermit sehr, sehr gut zurechtkommen. Ich teste immer verschiedene Farbgruppen, weil ich finde, dass sich oft die Minen unterscheiden, wenn man jetzt mit Grüntönen malt, mit Blautönen, mit Gelbtönen, Rot- oder Orangetönen. Ich finde, da ist immer ein Unterschied zwischen den Minen. Die Gelbtöne sind zum Beispiel im Allgemeinen immer ein bisschen weicher. Ich glaube, es liegt an der Pigmentzusammensetzung, aber sie sind im Allgemeinen immer ein bisschen weicher, wobei zum Beispiel die lila Töne meiner Meinung nach immer ein bisschen härter oder manchmal auch rauer sind und auch oft nicht so viel Farbe abgeben wie zum Beispiel die Gelb- oder Orangetöne. Und ja, testen wir hier mal den lila Ton. Ich würde euch gerne Farbnummern geben, aber ja, ich kann euch leider nur sagen, es ist ein lila Ton. Finde ich ein bisschen schade, weil gerade wenn man viele Stifte hat oder sie in Sets aufbewahrt, muss man dann eben immer Farbswatches machen, um zu wissen, welche Farbe benutze ich hier im Moment gerade. Oder habe ich die richtige Farbe in der Hand. Aber trotz allem kann man eigentlich sehr gut mit denen arbeiten, wenn man sie geordnet hält oder eben vorher immer kurz ausprobiert, ob man wirklich auch die richtige Farbe in der Hand hat. Dieser lila Ton kommt mir ein bisschen härter vor, gibt auch nicht so viel Farbe ab, wie zum Beispiel der Rotton eben. Und das habe ich schon in sehr, sehr vielen Sets erlebt. Deswegen ist das gar nicht so ungewöhnlich. Trotz allem, obwohl das Lila, das ich hier gerade benutze, so hell ist, kann ich eigentlich ganz gut Farbe hier auftragen und den dunkleren Lila-Ton auch ein bisschen ausblenden. Also ich bin begeistert, wie spitz der Stift bleibt und dass die Mine gar nicht wegkrümelt oder bricht, wenn man sieht, wie lang die Mine ist. Also sehr stabil auf jeden Fall, hält sich auch gut in der Hand. Man muss ein bisschen vorsichtig sein bei den Blenden. Die Stifte sind nicht sehr vergebend, deswegen sollte man schon ordentlich blenden, weil die Striche, die ich hier unten gemacht habe, die kann ich jetzt so nicht mehr korrigieren, wo ich unordentlich vorgegangen bin. Die lassen sich nicht mehr ausblenden. Deswegen immer schön vorsichtig mit den Stiften beim Malen vorgehen.
probieren wir mal eine Grünkombination aus. Aber ich muss sagen, ich arbeite jetzt nicht super ordentlich. Trotz allem lassen sich die Farben sehr, sehr gleichmäßig auftragen. Ich habe nicht das Gefühl, dass manche Farben super kratzig sind und manche super weich. Ich merke, dass ich gut Pigment auftragen kann. Das ist schon mal immer ein gutes Zeichen. Ich hatte schon ein paar günstige Stiftesets, wo ich dachte, egal wie viel ich versuche zu schichten, es wird immer schlimmer. Die Farben sind auch nicht strahlend, sondern eher stumpf. Und wenn man versucht, Farben zu mischen, kommt da keine neue Farbe raus, sondern es hat alles irgendwie immer so einen Braun- oder Graustich, wenn man versucht, Farben zu mischen. Und hier sind die Farben sehr strahlend. Sie sehen schön aus. Ich kann die Grüntöne sehr gut mischen, um ein mittleres Grün hier im Farbverlauf zu kriegen. Ja, alles in allem kann ich nicht meckern. Wie gesagt, ich habe die Stifte schon auf verschiedenen Papieren getestet. Ich habe auf rauerem Papier, auf glatterem Papier und auch mit dem Polychromos verglichen, weil sie für mich vom Malgefühl her dem Polychromos jetzt am ähnlichsten kam, obwohl die Polychromos natürlich ein bisschen weicher sind und viel mehr Pigment abgeben. Mein Fazit ist: Die Stifte an sich sind schön. Sie sind wirklich schön designt. Es ist ein schönes Set. Die Farbauswahl kann man eigentlich nicht meckern. Wer viele Buntstifte hat, weiß, dass man eigentlich nie genug Farben haben kann. Ich habe über 300 Buntstifte, mehr sogar. Über 500 wahrscheinlich. Und ich habe immer das Gefühl, dass mir eine bestimmte Farbe fehlt. Aber für den Anfänger und für jemanden, der erstmal ein paar grundlegende Farbkombinationen braucht, der wird in diesem Set auf jeden Fall fündig werden. Die Stifte sind ein bisschen härter. Sie halten die Mine sehr, sehr gut. Das Anspitzen hat auch super geklappt. Und ja, alles in allem eigentlich ein ganz guter, günstiger Buntstift. Allerdings kann man hier natürlich keine einzelnen Stifte nachkaufen. Es gibt keine Farbbenennung. Sie sind hart, was den Farbauftrag in Malbüchern mit glattem Papier erschweren kann und man da nicht so viele Schichten auftragen kann. Wer eine leichte Hand hat, der wird mit den Stiften wahrscheinlich besser klarkommen. Wer eine schwere Hand hat, der muss vorsichtig sein, dass er nicht die Struktur des Papiers zerstört. Ja, ich hoffe, ich konnte euch neutral eine Meinung zu dem Stift geben. Für mich persönlich wäre es kein Stift, den ich benutzen würde, weil ich sie ein bisschen zu hart finde. Meine Hände sind vorgeschädigt, die brauchen ein bisschen weichere Stifte, die wenig Handkraft benötigen, gerade weil ich es total gerne mag, wenn meine Bilder strahlende und kräftige Farben haben. Ich habe aber auch schon gelesen, dass diese Stifte sehr gut mit Farbverdünnern funktionieren sollen. Also wer schichten möchte, kann auch gerne mit Farbverdünner arbeiten. Auch das ist möglich.
Dann hoffe ich, ich konnte eure Neugier stillen. Vielen Dank, Daniela, für dieses Buntstift-Set. Wir alle profitieren immer davon und ich bin jedes Mal super glücklich und dankbar, in dieser Community zu sein. Dann wünsche ich euch noch ein schönes Wochenende und bis zum nächsten Video. Tschüss!